Willkommen bei J-Point Systems und damit zu einer weiteren Folge unserer Retro-Bastelei. Diesmal sind wir anlässlich der besinnlichen Tage eine Woche früher dran als geplant und das ist quasi mein Weihnachtsgeschenk an euch, also an die 5 regelmäßigen Zuschauer, die ich hier habe. Wir sind nun bei Folge 6 angelangt, der ihr nun beiwohnen könnt und ich kann mich einer gewissen Freude darüber nicht erwehren. Klar, ich könnte mir das ganze Zeug auch heimlich still und leise hier zusammenpuzzeln und hätte da ebenfalls meinen Spaß dran, gar keine Frage. Allerdings gibt es da draußen noch genug andere Leute, die sich ebenso für alte Hardware begeistern können, also mache ich daraus einfach eine kleine One-Man-Show, hole euch mit ins Boot und dann können wir uns wieder gemeinsam knapp 20 Jahre zurückbeamen und ich kann ganz nebenbei meinen Bildungsauftrag erfüllen. In unserer heutigen Zeitreise sollte es eigentlich ins Jahr 2006 gehen, doch wie das Leben so spielt, kommt es manchmal anders. Ich habe nämlich etwas ergattern können, auf das ich schon länger geschielt habe. Deshalb machen wir einen kurzen Halt und begeben uns in das Jahr 2005, genauer gesagt zum Anfang des Jahres. Eines vorweg: Heute geht es in erster Linie nicht um brachiale Leistung, sondern vielmehr um einen Vergleich zu unserer High-End-Kiste aus der letzten Folge unter Berücksichtigung der Effizienz. Das klingt vielleicht unfassbar langweilig, wird es aber nicht, versprochen. Heute wird es unique und entwicklungsgeschichtlich darf dieser Meilenstein in unserer Retro-Bastelei nicht fehlen. Der eine oder andere dürfte vielleicht schon erkennen, wohin die Reise geht, alle anderen dürfen sich überraschen lassen und dann schauen wir uns die Hardware im Einzelnen mal an. Das Mainboard, welches von IOPEN kommt, ist noch seltener als unser Sockel 423 Brett aus Folge 4. Das Design erinnert auf den ersten Blick ein wenig an den alten AT-Standard, doch damit hat das herzlichst wenig zu tun. Es handelt sich um ein Pentium M-Board der zweiten Generation, kam im April 2005 auf den Markt und trägt den unhandlichen Namen i915GMM-HFS. So überraschend wie unser Zwischenstopp ist auch diese abenteuerliche Konstruktion, mit der man zum zweiten Mal damalige Notebook-Technik auf eine Desktop-Platine portiert hat. So kommt das Brett, wie der Name schon verrät, mit dem Intel 915-Chipsatz alias Alviso daher, der speziell Notebooks vorbehalten war, sowie dem Sockel 479, der ausschließlich für Mobilprozessoren konstruiert wurde. Ferner unterstützt das Board DDR1 als auch DDR2-RAM und bringt die neue Schnittstelle PCI Express mit, welche den ehrwürdigen AGP-Standard zunehmend ablösen sollte. Dieses Bretterl hat alles drin und dran, was man braucht, bringt sogar Onboard-Grafik mit und verkörpert den damaligen Fortschritt ganz gut und da werde ich später noch ein paar Worte dazu verlieren. Unser Herzstück wurde unauffällig im israelischen Development Center von Intel entwickelt und ist hier der eigentliche Star. Dieses zarte Gebilde hört auf den Namen Pentium M770 und erblickte im Januar 2005 das Licht der Welt. Dieser filigrane Single-Core-Prozessor mit dem Codenamen Dotan ist bereits die zweite Generation des Pentium M, taktet mit überschaubaren 2,13 GHz und unterstützt eine Systembusgeschwindigkeit von effektiv 533 MHz. Zwar hören sich diese Daten gegenüber unserem Pentium 4 aus der letzten Folge etwas sparsam an und der eine oder andere könnte hier an einen Rückschritt denken, allerdings war der Pentium M ein entscheidender Wegbereiter für die zukünftige Entwicklung. Der Prozessor basiert nämlich nicht wie der Pentium 4 auf der NetBurst-Architektur, sondern ist eine Weiterentwicklung der P6-Architektur, die man noch vom Pentium 3 kennt. Doch dazu später mehr. Die Kühllösung ist nichts von der Stange und speziell für unser Mainboard gedacht. Im Vergleich zum letzten Video wirkt das hier ganz schön winzig und erinnert eher an unser Super Sockel 7 System, aber mehr ist bei einer maximalen TDP von 27 Watt einfach nicht nötig. Ob der kleine Luftquirl hier zum Krawallmacher wird, hören wir nachher. Bei der Grafikkarte kommt nicht unbedingt das zum Einsatz, was manch einer von euch erwarten dürfte. Nachdem wir einen möglichst direkten Vergleich zur Radeon 9800 Pro aus der letzten Folge ziehen wollen, die es ausschließlich für den AGP-Bus gab und unser Board einzig und allein PCI Express unterstützt, macht das die Suche nach einem geeigneten Kandidaten etwas schwierig. Deshalb fiel die Wahl auf eine ATI Radeon X800 in der Standardversion, ohne GT, ohne Pro oder andere Schnörkel. Die Karte hat architekturbedingt zwar etwas mehr Feuer, ist aber ein würdiger Vergleichspartner. Zwar gab es noch eine SE-Version mit weniger Pixel-Pipelines, die technisch wohl noch näher an der Radeon 9800 Pro dran wäre,
Allerdings habe ich eine Aversion gegen solche Stimme-Editionen. Man kann davon halten, was man will, aber ich mag so ein Zeug einfach nicht. Unser Modell kam im Dezember 2004 raus, verfügt über 256 MB Speicher und kommt ohne Stromanschluss daher. Ich schätze mal, dass die X800 Pro eigentlich der korrekte Nachfolger wäre, aber wenn man sich die Preise auf dem Gebrauchtmarkt so anschaut, dann lehne ich dankendst ab. Beim Arbeitsspeicher steht uns die Welt offen und ich könnte, wenn ich wollte, oder so ähnlich wie das letzte Mal auch, DDR1-RAM nutzen. Allerdings wollen wir uns dem Fortschritt nicht verwehren und verwenden stattdessen zwei 1 GB DDR2-Module von OCZ, welche einen Frontside-Bus von bis zu 800 MHz unterstützen und gülden vor sich hin glänzen. Ja, das schaut schon irgendwie schick aus, auch wenn die Speicherauswahl für den heutigen Aufbau völlig over the top ist. Doch dazu sage ich später noch was. Aber die Dinger gingen dermaßen günstig her und haben mich so sehr angegrinst, da konnte ich einfach nicht anders als zuzugreifen. Die letzten 3 Kandidaten sind uns aus den letzten Folgen hinreichend bekannt, weshalb ich da eigentlich nichts mehr zu sagen muss. Die Festplatte von Western Digital hat wieder 80 GB und SATA. Das Netzteil kommt von Be Quiet, hat 300 Watt und reicht völlig aus. Und das Gehäuse ein Aerocool Quantum Mesh V2. Was sonst? Sind wir mal ehrlich, ist doch scheiße, oder, wenn ich alles so machen würde. Das mag für die Generation Goldfish und TikTok ausreichend sein. Gut, die hätte sowieso schon nach 10 Sekunden abgeschaltet, aber das wäre mir einfach zuwider. Man kann diese Retro-Bastelei nicht nur als Lehrvideo, sondern auch als eine Art Tagebuch oder Dokumentation sehen und das mache ich eben so, wie ich das will. So. Willkommen bei National Geographic. Hier sehen Sie 2 Grafikkarten beim Paarungsversuch. Okay, bevor mir gleich noch mehr Blödsinn einfällt, machen wir uns lieber an den Zusammenbau. Unser Mainboard ist nicht nur ungewöhnlich, es steht auch stellvertretend für die damalige Entwicklung. Nicht nur die PATA-Schnittstelle hat zunehmend an Bedeutung verloren, auch für AGP kündigte sich langsam das Ende an. Die PCI-Express-Spezifikation fand Mitte 2004 Einzug und besiegelte allmählich das Schicksal von AGP, auch wenn es dann noch eine ganze Weile entsprechende Grafikkarten zu kaufen gab. Ähnlich verhält es sich mit dem Arbeitsspeicher. Ab dem ersten Quartal 2005 drängte langsam DDR2-RAM auf den Markt, der höhere Taktraten und damit einhergehend höhere Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglichte, auch wenn es anfangs mit den ersten DDR2-Modulen praktisch keinen Unterschied gab. Zu der Zeit gab es einige Mainboards, die technisch zweigleisig gefahren sind und so zum Beispiel DDR1 und DDR2-RAM unterstützt haben oder AGP und PCI Express und das gleiche Spielchen gab es sogar mal für CPU-Sockel, auch wenn ein Parallelbetrieb weder vorgesehen noch möglich war. Wie eingangs erwähnt, handelt es sich bei unserem Brett um ein Pentium M-Board der 2. Generation. Denn gut ein halbes Jahr zuvor brachte Aeropen ein Mainboard mit Intel 855 GME-Chipsatz auf den Markt, welches jedoch nicht so reichhaltig ausgestattet war und beispielsweise noch auf AGP setzte und ohne Dual-Channel-Support daherkam. Zwar wäre das für den direkten Vergleich prädestiniert, ist aber auf dem Gebrauchmarkt nicht mehr aufzutreiben. Eine weitere Alternative wären Systemplatinen aus der Industrie von Beckhoff oder Contron gewesen, allerdings kosten die Teile selbst nach Jahrzehnten noch ein kleines Vermögen und Kompatibilität ist da auch so eine Sache. Dann könnte man jetzt auf die schlaue Idee kommen, dass ich mir doch einfach einen CT479 Adapter von Asus besorgen soll und den in das vorherige System stecke. In der Tat wäre das für einen direkten Vergleich die perfekte Lösung, aber auch die Dinger sind praktisch nicht mehr zu bekommen. Und wenn man mal etwas findet, dann kostet das Teil mehr als unsere komplette Hardware hier. Und für die habe ich knapp über 200 € gelöhnt. Und deshalb fiel am Ende des Tages meine Wahl auf diese Platine. Und wer sich damals für dieses exotische Board entschieden hat, musste 240 € auf den Tisch legen. Die erste Generation des Pentium M kam bereits knapp 2 Jahre zuvor im März 2003 auf den Markt und hörte auf den Namen Banias. Im Mai 2004 wurde die zweite Generation auf den Markt losgelassen und taktete am Ende mit knapp 2,3 GHz. Im Grunde genommen handelte es sich beim Dotan um eine überarbeitete Version und die wesentlichen Unterschiede lagen im Level 2 Cache, der auf 2 MB verdoppelt wurde, sowie die später gesteigerte Systembusgeschwindigkeit von effektiv 400 auf 533 MHz.
Auf Hyper-Threading oder einen Systemtakt von effektiv 800 MHz, wie man es vom Pentium 4C kennt, hat man allerdings verzichtet. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Pentium M auf Effizienz gedrillt war und solche Features den Verbrauch in die Höhe treiben. Ob und inwieweit sich das am Ende auf die Leistungsfähigkeit auswirkt, werden wir uns später anschauen. Unser Pentium M770 ist das zweitschnellste Modell dieser Produktfamilie, doch wie viel man als Heimanwender dafür hinblättern musste, konnte ich leider nicht herausfinden. Denn der Prozessor war ausschließlich für die Notebook-Hersteller vorgesehen und nicht für den Wald- und Wiesenschrauber, weshalb nicht ein einziger Endkundenpreis zu finden war. Aber vielleicht hatte jemand von euch ein paar Infos dazu. Der Großhandelspreis lag bei der Einführung umgerechnet irgendwo bei 500 € und es folgten Preissenkungen, weshalb der Abnahmepreis für 1000 Stück ein halbes Jahr später bei nur noch 350 € lag und weiter fiel. Vielleicht lässt sich ja daraus etwas ableiten. Beim Arbeitsspeicher handelt es sich hingegen um gewöhnliche Standardkost, wie man sie aus Desktop-Systemen kennt, auch wenn an einen solchen Luxusspeicher, wie wir ihn hier verwenden, zu der Zeit noch überhaupt nicht zu denken war. Während 1,5 Jahre zuvor 1 GB RAM absolutem Größenwahn entsprach, gab es bis dato keine Notwendigkeit mehr, Kapazität zu verbauen. Erst gegen Ende des Jahres 2005 waren 2 GB zunehmend in High-End-Systemen vorzufinden. Bei der Geschwindigkeit sind wir ebenfalls weit über das Ziel hinausgeschossen. Zwar gab es damals schon im Serverbereich vereinzelt 800 MHz Module, doch für den Heimanwender waren das noch Fabelwesen. Unsere Größen- und Geschwindigkeitskombination war erst Anfang 2006 so langsam für den Endkunden verfügbar. Darüber hinaus arbeitet unser Board lediglich mit einem Systembus von maximal 533 MHz und spricht den Speicher synchron an, weshalb schnellere Module eigentlich Nonsens sind. Einen Mehrwert, den man daraus ziehen könnte, wären etwas schärfere Timings, die man fahren kann, oder wenn man übertakten wollen würde, dann wäre zumindest der Arbeitsspeicher kein Spielverderber. Aber lieber so als andersrum. Wer sich Anfang 2005 2 GB DDR2 RAM gönnen wollte, musste für die verfügbaren 533er Module mindestens 440 € berappen, während für den guten alten Gigabyte DDR400 RAM immer noch 160 € fällig waren. Unsere schnörkellose Grafikkarte ist alles in allem nichts Besonderes und repräsentiert in Sachen Leistung die gehobene Mittelklasse von damals, während die anderen Karten der X800-Linie dem High-End-Segment zuzuordnen waren. Bei ATIs X800 handelt es sich um keine echte Neuentwicklung, sondern vielmehr um eine aufgebohrte Version des Vorgängers und man hat versucht, alles aus der bisherigen Architektur herauszuquetschen, weshalb der Fortschritt zumindest aus technologischer Sicht eher klein ausfällt. Die größten Veränderungen waren die gestiegene Anzahl der Pixel-Pipelines, die neu eingeführte 3DC-Kompression und man stellte dem Chip nun GDDR3-Speicher zur Seite und insgesamt sorgte das für einen erheblichen Leistungsschub. Ja, das ist jetzt sehr stark heruntergebrochen und simplifiziert, doch wenn ich jetzt in die Details gehen würde, dann geht das Video mindestens eine halbe Stunde länger. Unsere hier verwendete Grafikkarte war damals allerdings kein gefragtes Modell, denn sie hatte anfangs ein Problem: den Preis. Zwar lieferte der Pixel-Künstler eine ordentliche Leistung und man konnte sich oft gegen die direkte Konkurrenz in Form einer Nvidia GeForce 6600 GT durchsetzen, doch preislich war die Karte für die meisten erst einmal uninteressant. Für ca. 240 € wechselte die Karte den Besitzer, während die Nvidia-Karte für 190 € zu haben war. Mit zunehmendem Preisverfall war die Karte später ein gern gesehener Gast und schaffte es sogar zu einer Preis-Leistungs-Empfehlung. Unser Desktop gewordenes Notebook ist nun fertig. Verglichen mit dem vorherigen High-End-Kasten wirkt das hier fast schon ein wenig spartanisch. Dann hängen wir mal wieder alles ran und dann schauen wir weiter.
Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Dann unterziehe ich den PC einer Schönheitskur und dann sehen wir uns gleich wieder. Damit geht alles wieder seinen geordneten Gang. Willkommen zurück. Viel gab es jetzt nicht zu optimieren, aber es gab ja auch nicht so viel Kabellage. Trotzdem bin ich ein großer Freund von aufgeräumten Gehäusen, selbst wenn man es nicht sieht. Nachdem wir letztes Mal Windows XP Professional mit dem Service Pack 1 verwendet haben, gehen wir heute einen Schritt weiter und nutzen meinen Favoriten. Windows XP Professional mit dem Service Pack 2. Neben Windows 98 SE dürfte es kein Betriebssystem geben, welches ich bis dato öfters installiert habe als die heutige Version, und den Key weiß ich selbst nach Jahren heute noch in- und auswendig. Zeitlich passt sich das optimal zusammen und wir nutzen auch heute wieder ein externes Laufwerk. Die Installation ist fertig und dann zelebrieren wir gemeinsam den ersten Start. Oh, jetzt wird es nostalgisch. Ich höre aber nichts. Mal schauen, ob der Lautsprecher eingeschaltet ist. Ja, eingesteckt ist er auch und die Lautstärke ist ebenfalls hochgedreht, aber es bleibt leider stumm. Ich hätte jetzt gerne den Klängen gelauscht, aber Windows bringt für unsere Hardware leider keinen passenden Soundtreiber mit. Schade. Dann klicken wir uns hier mal durch. Wir schauen jetzt mal geschwind in den Gerätemanager. Nicht, weil mich der DMA-Modus interessiert, nein, nein, sondern welche Treiber jetzt noch so fehlen. Schauen wir hier noch geschwind. Ja, auch der Soundtreiber lässt zu wünschen übrig. Erwartungsgemäß ist noch ein bisschen Nacharbeit fällig und dann werde ich jetzt mal alles finalisieren und dann sehen wir uns nachher wieder. 2 Stunden später.
Hello again! Es ist alles fertig und dann bewundern wir gemeinsam den zweiten Start von Windows XP. Zielkonflikte gab es keine und die Einrichtung verlief einwandfrei. Dann hacke ich wieder mein Hochsicherheitskennwort ein. Auch hier noch ein kurzes Wort zur Software, bevor wir weitermachen. Selbstverständlich kann der Pentium M als Mobilprozessor die Taktraten dynamisch anpassen, allerdings musste ich auch hier ein bisschen Hand anlegen. Denn wie beim letzten Mal auch, wird dem Prozessor mehr Saft gegeben, als für den Betrieb eigentlich notwendig ist, auch wenn sich der Wert diesmal innerhalb der Spezifikationen bewegt. Während sich die CPU beim Maximaltakt serienmäßig fast 1,36 Volt genehmigt, habe ich die Spannung auf 1,1 Volt begrenzt und den Minimalwert von knapp 0,99 auf 0,7 Volt abgesenkt. Einfach mal lockerflockig 250 Millivolt weniger aus dem Ärmel geschüttelt und trotzdem ein stabiler Betrieb, das kann sich sehen lassen. Das Tool, welches mir dabei behilflich ist, hört auf den Namen WriteMark Clock Utility und ich bin mir sicher, dass das der eine oder andere von euch kennt. Hier lassen sich die Multiplikatoren und Spannungen unabhängig voneinander und on the fly einstellen, das Taktverhalten unter Berücksichtigung der Auslastung, verschiedene Profile können erstellt werden etc. pp. Ein kleines, aber mächtiges Programm und ein Must-Have für alle Pentium-M-Systeme. Eine weitere Nettigkeit ist das ARTI Tray Tool und dürfte dem einen oder anderen ebenfalls bekannt vorkommen. Nachdem mir der Lüfter unserer X800 für meinen Geschmack etwas zu laut ist, habe ich die Lüfterkurve manuell angepasst und erfreue mich nun an einem etwas leiseren System. Mehr habe ich damit nicht gemacht, auch wenn das Programm unzählige Optionen bietet, die weit über die Möglichkeiten des Treibers hinausgehen. Im Rahmen unserer Retro-Bastelei beschränke ich mich regelmäßig auf das Undervolting der CPU, sofern möglich, sowie die Verringerung der Geräuschemissionen. Dann starten wir mal mit den Benchmarks und schauen uns die Performance unserer Konstruktion mal an. Bis gleich. 2 Stunden später. Die Benches sind durchgelaufen und dann werfen wir einen Blick auf die Resultate. Für die Grafikkarte kommt ARTIs Catalyst in der Version 5.13 zum Einsatz und für den Chipsatz nutzen wir Intels Chipsatztreiber in der Version 7.2.2.1006. Nachdem das Benchmark-Kapitel letztes Mal relativ lang war, versuche ich mich heute etwas kürzer zu fassen. Wir beginnen mit dem 3D Mark 2001 und erinnern uns an die letzte Folge. Unsere Kombi aus Pentium 4C und Radeon 9800 Pro erreichte hier respektable 17.000 Punkte und das war seinerzeit State of the Art. Mit unserem Pentium M und der Radeon X800 werden 21.000 Punkte gezählt und auch dieses Ergebnis kann sich sehen lassen. Klar ist das jetzt kein Quantensprung, doch abgesehen davon, dass die Aussagekraft dieses Benchmarks ebenfalls langsam dahinschwindet, vergleichen wir heute nicht High-End mit High-End, sondern ehemaliges High-End mit effizienter Mittelklasse. Apropos effizient, wir schauen uns nachher auch noch kurz die Leistungsaufnahme an. Doch jetzt geht es erstmal weiter mit dem 3D Mark 03. Beim letzten Mal hatten wir einen Score von 5900, was angesichts der verbauten Hardware zu erwarten war. 1,5 Jahre später erreichen wir fast 9000 Zähler und hier sticht der Unterschied mit einem Plus von 50% schon etwas deutlicher hervor. Damit die Balken jetzt aber nicht so zusammenhangslos rumliegen, baue ich jetzt noch eine Brücke und bediene mich dazu ein paar Benchmark-Ergebnissen aus dem Internet, was das Ganze ein bisschen vergleichbarer macht. Stellt man der Radeon 9800 Pro beispielsweise einen Pentium 4 in der Extreme Edition mit 3,4 GHz zur Seite, dann schafft die Karte mit 6100 Punkten kaum mehr als mit unserem Pentium 4C. Die Extreme Edition war anfangs übrigens ein für den Desktop-Markt angepasster Xeon aus dem Serversegment und kam Anfang 2004 raus. Getaugt hat er trotzdem nichts. Paart man den vermeintlich extremen Pentium 4 mit einer Radeon X800, werden knapp 8800 Zähler erreicht und wie man sieht, kann unser System da locker mithalten. Da wir nun im Jahr 2005 angekommen sind, was liegt da näher, als unseren Benchmark-Parcours um den 3D Mark 05 zu erweitern? Ich habe unseren vorangegangenen PC kurz gebencht und der brachte immerhin etwas über 2200 Punkte auf die Waage. Mit Hinblick auf den Vergleichswert von ca. 2300 Punkten in Verbindung mit der Galatin-CPU ist das schon in Ordnung.
Mit einer Radeon X800 klettert der Score auf gut 3600 und dann schauen wir mal, was unser Pentium M so kann. Aus dem Stand heraus über 4000 Punkte sind eine Ansage und das ist schon ziemlich beeindruckend. Lasst das einfach mal einen Moment auf euch wirken. Ich möchte an dieser Stelle nur noch mal kurz daran erinnern, dass unser Pentium 4C mit 3 GHz taktet, die Extreme Edition aus den Referenzwerten mit 3,4 und unsere Notebook-CPU mit sparsamen 2,13 GHz. Abgesehen vom geringeren Systemtakt und fehlendem Hyperthreading. Sparsam ist das richtige Stichwort und dann blicken wir noch kurz auf die Stromuhr. Unsere Betrachtung beschränkt sich jedoch ausschließlich auf den PC ohne Monitor oder anderes Zubehör. Der Ordnung halber werden beide Systeme einmal mit und einmal ohne Undervolting der CPU verglichen. Während sich unsere High-End-Kiste beim Nichtstun gut 106 Watt genehmigt und undervolted immer noch auf 98 Watt kommt, ist unser Pentium M-System mit 64 bzw. 63 Watt deutlich genügsamer. Bei den Benchmarks wurden jeweils die Mittelwerte genommen und bereits beim 3D-Mark 2001 zeichnet sich ein klares Bild ab. Unsere exotische Konstruktion verbraucht so oder so eine gute Ecke weniger als unser ehemaliges Performance-Monster. Beim 3D-Mark ist die Sache ähnlich und wie man sieht, machen sich die Auswirkungen des Undervoltings erst unter Volllast bemerkbar. Zwar ist eine punktuelle Betrachtung der Stromuhr nicht mit einer nach höchsten technischen Standards durchgeführten Messung gleichzusetzen, doch es liefert ganz gute Anhaltspunkte. Mit dem 3D-Mark 05, wie sollte es auch anders sein, ist es genau das gleiche. Der geringere Gesamtverbrauch ist allerdings nicht nur auf den Pentium M zurückzuführen, auch die Grafikkarten haben hier ein Wörtchen mitzureden. Während die Radeon 9800 Pro unter Volllast bis zu 48 Watt benötigt, sind es bei unserer schnörkellosen X800 nur ca. 33 Watt. Sicherlich gibt es auch beim Chipsatz, RAM und Co. ein paar Unterschiede, allerdings fallen die jetzt nicht so stark ins Gewicht und sind daher vernachlässigbar. Dann sehen wir uns noch geschwind die Werte von SE Software Sandra an und es kommt heute ausschließlich die Standardversion 2004 mit dem Service Pack 2 zum Einsatz. Beginnen wir mit dem Arithmetik-Benchmark und hier sieht erstmal alles unauffällig aus. Im Drystone bzw. in der Integer-Leistung ist der Pentium M dem Pentium 4C ebenbürtig, während er beim Whetstone bzw. in der Fließkomma-Leistung ein paar federn lassen muss. Beim Multimedia-Benchmark sieht es auch nicht anders aus. Mit Sicherheit dürfte der schmalere Systembus einen gewissen Einfluss darauf haben. Zu guter Letzt werfen wir einen Blick auf die Speicherbandbreite und während wir beim letzten Mal noch Durchsatzraten von gut 4 GB pro Sekunde bewundern konnten, überraschen mich die Werte unserer Pentium M-Plattform. Obwohl der RAM schneller läuft als im vorherigen System und wir ebenfalls den Dual-Channel-Modus nutzen, sackt die Datentransferrate auf gerade einmal 3 GB pro Sekunde ab, obwohl wir mindestens den gleichen Wert erreichen müssten. Sollte man zumindest meinen. Ich kann mir vorstellen, dass der geringere Frontside-Bus auch hier einen Anteil daran hat, aber vielleicht habe ich auch einfach nur einen Denkfehler oder übersehe irgendwas. Jetzt ist das Kapitel doch wieder ein bisschen eskaliert, aber das bleibt bei einer umfassenden Gesamtbetrachtung nicht aus und dann schließe ich mal wieder alles. Während die Ergebnisse in SE Software Sandra einen gemischten Eindruck hinterlassen, wissen die Verbrauchswerte und die Leistung in den 3D-Benchmarks durchweg zu begeistern. Eine gemittelte theoretische Mehrleistung von über 50% bei einem Drittel weniger Stromverbrauch gibt jedenfalls Grund zur Freude. Dann schauen wir mal, wie sich unsere Zusammenstellung in der Praxis schlägt. Nachdem RT Tray Tools bereits einen Frame Counter mitbringt, können wir uns Fraps sparen und beginnen direkt dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Bei Need for Speed Underground 2. Dann schauen wir uns wieder traditionsgemäß die Optionen an. 1280er Auflösung. Alle Details voll aufgedreht, bis auf das Anti-Aliasing, um den Vergleich zum letzten Mal nicht zu verfälschen. Dann cruisen wir mal ein bisschen rum. Letztes Mal hatten wir den Gaul von Ford und heute nehmen wir das Stahlschwein von Cadillac und legen los. Dann schauen wir mal.
Stimmt. Ich wollte ja noch was zum Prozessor sagen. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass der Pentium M nichts mit der Netburst-Architektur zu tun hat. Auch wenn das eine oder andere Feature vom Pentium 4 den Weg in den Mobilprozessor gefunden hat, basiert er im Wesentlichen auf der P6-Architektur, wie sie beim Pentium 3 zum Einsatz kam. Die ganzen technischen Details werde ich mir an dieser Stelle sparen. Stattdessen versuche ich mal kurz die Entwicklung zu skizzieren, während ich hier ein bisschen rumfahre. Das Ding fährt sich echt wie eine Schrankwand. Also, während man mit dem Netburst unter Zuhilfenahme einer Brechstange möglichst hohe Taktraten erreichen wollte, ging man beim Pentium M einen anderen Weg. Man wollte vielmehr eine effiziente CPU konstruieren und innerhalb eines gegebenen elektrischen Budgets maximale Performance. Und das ist den Ingenieuren offensichtlich gelungen. So erfreute sich die erste Generation im Jahr 2003 schnell zunehmender Beliebtheit, was dazu führte, dass bis zum Ende des laufenden Jahres in gut 40% aller verkauften Notebooks ein Pentium M steckte, Tendenz weiter steigend. Deshalb legte Intel Mitte 2004 mit dem Dota nach und die Nutzerschaft musste zunehmend feststellen, dass die Leistung trotz geringerem Takt und Verbrauch an das Niveau eines Desktop-Prozessors heranreicht. Auch bei Intel reifte diese Erkenntnis und erste Spekulationen machten die Runde, dass Intel den Pentium 4 einstampfen würde. Trotzdem hielt man im Desktop-Markt weiter an Netburst fest, auch wenn AMD mit seinem Athlon 64 Intel das Leben schwer machte und der Pentium 4 schon längst angezählt war. Man wollte sich wenigstens selbst keine Konkurrenz machen, weshalb man das Brecheisen auf die Seite legte und stattdessen zur Axt griff. Obwohl die elektrische und thermische Verlustleistung neue Höhen erreichte, verfolgte man weiter das Ziel Takt um jeden Preis, obwohl man bereits am Limit kratzte. Hersteller wie beispielsweise Aeopen oder DFI haben den Braten gerochen und hielten es offenkundig für eine gute Idee, den Pentium M vom Notebook in den PC zu hieven, was sie Ende 2004 mit ihren eigenwilligen Mainboards auch taten. Die ersten Tests waren zwar nicht rekordverdächtig, schlugen in der Fachpresse trotzdem hohe Wellen, denn man erreichte trotz geringerer Leistungsaufnahme eine akzeptable Performance. Das war für Intel ein weiterer Wink mit dem Zaunpfahl. Anfang 2005 brachte Intel eine zweite Version des Dotans mit aufgebohrtem Systembus auf den Markt, so wie wir ihn hier verwenden, und so dauerte es nicht lange, bis die Mainboard-Hersteller nachgezogen haben oder anderweitig kreativ wurden. Aeopen fertigte ein neues Board und Asus kredenzte einen Sockeladapter, womit sich der Pentium M nun auch in ausgewählten Desktop-Platinen betreiben ließ. Im Desktop-Markt griff man für den Endkunden mittlerweile auf eine Kettensäge zurück. Man stattete den Netburst mit allerhand Features aus und zimmerte notdürftig einen Dual-Core zusammen, doch im Grunde genommen war der Cast schon längst gegessen. Der neue Pentium M machte den Einkernern in der Königsklasse richtig Druck. Während die Leistung in speziellen Anwendungen teilweise noch durchwachsen war, steckte man in Spielen ein Groß der Konkurrenz locker in die Tasche, wischte selbst mit den hauseigenen Extreme Editions den Boden auf und mit Overclocking katapultierte sich die CPU an die Spitze. Ein auf 2,6 GHz übertakteter Pentium M sicherte sich dann nicht nur in ausnahmslos allen Kategorien die Pole Position, sondern man kickte sogar AMDs hochgezüchtete FX-Versionen vom Thron. Zwar war der Pentium M nur ein Single-Core-Prozessor, konnte bis zum Schluss kein Hyper-Threading und selbst ein schnellerer Systembus blieb ihm verwehrt, weshalb er auch nicht der Weisheit letzter Schluss war. Allerdings zeigte der Pentium M ganz eindrucksvoll, was möglich ist und wohin die Reise gehen könnte. Während Intels Desktop-Prozessoren mittlerweile völlig ungeniert 125 bis 150 Watt verbrutzelt haben, lieferte der Mobilprozessor eine hervorragende Performance und verbrauchte dabei gerade einmal 39 Watt. Zwischenzeitlich gelang man auch bei Intel endlich zur Einsicht, dass man sich mit dem Netburst völlig verrannt hat. So brachte man die Kettensäge wieder zurück in den Gartenschuppen und schloss die Tür hinter sich zu. Im stillen Kämmerlein tüftelte man, vereinfacht gesagt, an einer Desktop-Version des Pentium M, garnierte das Ganze mit aktuellen Features vom Netburst und machte im Herbst 2005 auf dem Intel Developer Forum schon ein paar Andeutungen. Mitte 2006 ließ man dann die Katze aus dem Sack und der Rest ist dann Geschichte. Ja, so oder so ähnlich hat sich das zugetragen und jetzt habe ich schon wieder so viel erzählt, dass ich gar nichts zur Spieleperformance gesagt habe. Nun, man hat es am Framecounter gesehen, wir haben hier im Mittel ca. 35 Frames, während das letzte Mal um die 25 Frames bei rumgekommen sind. Das entspricht nach Adam Riese einem Plus von 40% und das ist schon ganz ordentlich. Auf jeden Fall schon mal ein guter Einstand in die Spieletests und dann beenden wir unsere Rundfahrt mal wieder.
Unser zweiter Vergleichskandidat, der eine oder andere von euch ahnt es schon, ist GTA Vice City. Auch wenn es eigentlich Quatsch ist, weil das Spiel schon das letzte Mal einwandfrei gelaufen ist. Die Einstellungen sind wie gehabt und dann legen wir los. Schnell noch für schönes Wetter gesorgt. Und dann schnappen wir uns gleich mal einen fahrbaren Untersatz. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass die Frameraten ein Mühe höher ausfallen als in der letzten Folge. Der Titel setzt die Mehrleistung einfach nicht um und sowas konnten wir schon in den vorangegangenen Folgen das eine oder andere Mal bewundern. Grundsätzlich kann man mit der Performance hier zufrieden sein, doch das Spiel gibt Grund zur Beanstandung. Preisfrage: Was ist hier los? Wer jetzt nicht gerade -6 Dioptrien auf beiden Seiten hat oder auf 144p schaut oder sogar beides, kann unschwer erkennen, dass die Texturen einfach nicht gescheit laden. Entweder kriegt man Matsch präsentiert oder gleich gar nichts. Woran das liegt, vermag ich nicht zu beurteilen, da unser Hybridsystem in jeder Hinsicht besser ist als unsere High-End-Kiste, sodass ein Bottleneck grundsätzlich ausscheidet. Allerdings habe ich eine Idee und werde mal den Frame Limiter aktivieren. Ja, jetzt habe ich zwar nur magere 30 Frames, dafür sieht das nun deutlich besser aus und ich bekomme die Texturen pünktlich geliefert. Die Ursache ist wohl im Spiel selber zu suchen und wenn da jemand was Genaueres weiß, schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann werde ich jetzt hier zum Abschluss noch ein bisschen Chaos stiften. Na klar, dieses Scheiß-Telefon muss jetzt natürlich klingeln. Ich bin aber gerade beschäftigt, ich bin Tommy Businessman Rossetti, fuck you. Ich kann gerade nicht rangehen. Ach Gott, dieses Drecksteil. Ich meine irgendwann mal gelesen zu haben, dass man den Heli mit einem Schuss durchs Fenster vom Himmel holen konnte. Probieren wir das mal. Das will gerade nicht so, wie ich das will. Das habe ich früher besser hinbekommen. So geht's auch nicht. Ich habe da einfach nicht die richtigen Waffen für. Na gut, lassen wir das. Tja, und schon bin ich dahin. Und schon wieder bimmelt dieses Scheißteil. Es muss ja echt wichtig sein. Ja, also, das Spiel läuft, wenn auch mit fixen Frameraten. Keine Ahnung, warum es sonst zu Darstellungsfehlern kommt. Macht aber nichts. Das sollte ja ohnehin nur ein kurzer Vergleich zum letzten Mal sein. Dann werfen wir einen Blick auf. Richtig, den Nachfolger, der zeitlich ein bisschen besser zu unserem System passt und damals ebenfalls Bestwertungen kassiert hat. GTA San Andreas kam im Juni 2005 für den PC raus, während Konsolenspieler bereits im Oktober 2004 in den Genuss dieses größenwahnsinnigen Meisterwerks gekommen sind. Wir schauen wieder in die Optionen. Die gleiche Auflösung und bis auf Anti-Aliasing sind die Regler wieder am Anschlag und dann legen wir los.
Aber nicht mit einem eigenen Safe-Game, sondern mit einem, welches ich mir mal aus dem Dirty Little Helper oder so gezogen habe. Den Originalteil habe ich bis heute nicht einmal durchgespielt, die Definitive Edition hingegen schon. Jetzt ist natürlich die optimale Jahreszeit, um das mal nachzuholen. Auf geht's! Straight, dog. Let's go! Which label sent you? Vermutlich bin ich der Einzige auf dieser Welt, aber ich habe diesen Scheiß-Kombi seit GTA 3 geliebt, obwohl das mit eines der schlechtesten Fahrzeuge ist. Ich weiß noch, wie ich GTA San Andreas bei einem Schulkameraden das erste Mal auf der PlayStation 2 gesehen habe. Die Map war riesig und ziemlich abwechslungsreich und die spielerischen Freiheiten waren gigantisch. Kein Wunder also, dass sich der eine oder andere Spieler von dieser Masse erstmal erschlagen fühlte. Mir ging es damals ähnlich, weshalb ich auch diesen Teil erstmal eine Weile liegen lassen habe. In der Zwischenzeit habe ich GTA 3 gespielt. Das Spiel basiert wie die Vorgänger auch auf Criterions Renderware Engine, die nochmal ein bisschen aufgebohrt wurde und ein paar Effekte mehr zu bieten hatte. In Sachen Performance läuft das hier jedenfalls ziemlich ordentlich und mit einer fetteren Grafikkarte wären zwar noch mehr Frames drin, allerdings reichen die aktuellen Bildraten vollkommen aus. This is Tommy Nightmare Smith on the home rock and roll, the home of the young and the home of the slow ride. Take it away, fellas. What you been drinking? My car. Ein Fahrrad, das will ich haben. You're a big, strong boy, man. Holy moly! What's the darn hold up? You don't want to talk? Jetzt werde ich hier selber angefahren, sogar von der Rennleitung. Dann wird's mal wieder Zeit für ein bisschen Chaos. I ain't stopping, punk. Hä, warum brenne ich jetzt? Die Polizei wirkt hier ein bisschen dynamischer als in Vice City. Das könnte aber auch daran liegen, dass man mit der Minigun ein bisschen mehr eskalieren kann. Hey, wow, was für eine Reihen. Und die Helis lassen sich damit auch ratzfatz abschießen. Ich gehe jetzt erstmal Pizza essen. Schön. Draußen geht die Welt unter und hier drin kann ich erstmal blöd schauen und gemütlich durchs Menü blättern. Und die Ordnungshüter warten so lange auf mich. Ja, das sieht gut aus. We stack 'em high, sir. Lecker war's, unser imaginäres Happy Meal. Oh, schön. Eine interessante Art zu speisen. Die haut sich die Pizza einfach ans Hirn. Das ist großartig. So, mit Essen spielt man nicht. Ja, es sind diese Kleinigkeiten, die diese alten Spiele so sympathisch machen. Ich mache noch geschwind ein Foto, bevor ich draufgehe. Probieren wir es mal mit einer Schrotflinte. Ja, jetzt sind wir platt und dann gehen wir wieder zurück auf den Desktop. Ich glaube, dass ich mich hier eines Tages nochmal ransetze und den ganzen Spaß hier durchspiele. Das nächste Spiel kommt aus Deutschland, genauer gesagt aus Gütersloh und stammt von Synetic. World Racing 2. Kennt das überhaupt jemand von euch oder bin ich der Einzige, der das gespielt hat? Wir gucken selbstverständlich noch in die 3D-Optionen, aber dazu muss ich mich erstmal durch den Explorer hangeln.
1280er Auflösung, Grasdetails auf sehr hoch, alles andere auf Maximum und Anti-Aliasing findet auch hier nicht statt. Das Spiel ist der Nachfolger von Mercedes-Benz World Racing, kam im September 2005 raus und taugt zwischen den ganzen Top-Titeln ebenfalls für einen kurzen Test. Das war für mein Dafürhalten eigentlich ganz nette Rennspielkost und hat durchaus für Unterhaltung gesorgt. Der lädt jetzt hier noch allerhand Zusatzinhalte, die ich hier habe, andernfalls ginge das deutlich schneller. Dann schauen wir mal, ob ich hier noch irgendwas einstellen kann. Ne, sieht nicht danach aus. Dann fahren wir mal ein bisschen rum. World Racing 2 hat eine riesige Auswahl lizenzierter Fahrzeuge, ein paar schöne Open-World-Szenarien und konnte bis zum Erbrechen erweitert werden. Der Fan- bzw. Mod-Support war riesig und hat das Spiel jahrelang am Leben gehalten. Es wurden hunderte Autos und Strecken erstellt oder aus anderen Spielen portiert und das sorgte für eine niemals enden wollende Abwechslung. Sowas habe ich bisher bei keinem anderen Rennspiel erlebt. Beim SL55 AMG bin ich mir gerade nicht sicher, ob das Auto ein Add-on-Fahrzeug ist oder nicht. Man kann das dann noch anders lackieren, ein bisschen mit Vinyls verzieren und bei Bedarf konnte man noch andere Felgen ranspaxen, aber das war's dann auch. Tuning gab es da nicht. Dann wollen wir mal. Eine Cockpit-Ansicht gab es leider nicht. Dieses Feature war zwar eher die Ausnahme und hat für die meisten auch keine Rolle gespielt, doch ich bin ein großer Fan davon. Dann ist das hier vermutlich auch ein Originalfahrzeug, weil die Add-on-Cars in aller Regel mit individuellem Cockpit dahergekommen sind. Die Fahrzeuge hatten allesamt ein unterschiedliches Fahrverhalten und je nachdem, ob man sich für den Arcade- oder Simulationsmodus entschieden hat, ließ sich die Karre mal mehr, mal weniger gutmütig steuern. Also das war schon ziemlich gut umgesetzt. Der größte Kritikpunkt waren jedoch die KI-Gegner, die in nahezu jeder Lebenslage fast perfekt gefahren sind, was im Karrieremodus mitunter für Frust sorgte. Ansonsten hat das hier schon Spaß gemacht. Ups. Ja, es gab ein bisschen Schadensmodell, aber das war überwiegend optischer Natur und hatte kaum Auswirkungen auf das Fahrverhalten. Man konnte sich allerdings den Motor ruinieren, die Reifen kaputt fahren, das Getriebe aufarbeiten und sonst was, doch dazu musste man sich schon ordentlich ins Zeug legen. Hier und da gab es noch ein paar Details, die das Ganze abgerundet haben. World Racing 2 musste sich jedenfalls weder optisch noch inhaltlich hinter der Konkurrenz verstecken. Die Autos waren sehr detailliert und die Strecken malerisch schön, allerdings waren die Beleuchtungseffekte etwas mau und die Maps wirkten eher statisch. Im Mittel haben wir 40 bis 50 Frames und das ist Tat und Schuld angemessen. Dann beende ich das Ganze mal wieder und dann schauen wir uns den nächsten Kandidaten an. Hier habe ich noch ein schönes Beispiel für einen völlig missratenen, um nicht zu sagen beschissenen Konsolenport. Während diese Einblendung oft vielversprechend, fast schon ein Garant für tolle Spiele war, ist dieser Titel hier totaler Schrott. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden gab, der dieses Spiel toll fand. Driver 3 erschien im März 2005 für den PC und zeigt ganz eindrucksvoll, wie man eine Spielserie gegen die Wand fährt. Wir gucken uns noch geschwind die Grafikeinstellungen an. 1280 x 1024, alles auf Maximum mit Ausnahme der Kantenglättung. Hier gibt es 3 Städte, Miami, Istanbul und Nizza. Es gibt verschiedene Tageszeiten und Wetter und für jede Stadt gibt es einen eigenen kleinen Fuhrpark. Da kann man sich noch den Startpunkt auswählen und dann legen wir einfach mal los.
Oh je. Dafür, dass man sich bei der Modellierung der Spielwelt so viel Mühe gegeben hat, ist die Inszenierung einfach nur traurig. Man sieht irgendwie nur 3 Autos, 2 Fußgänger und ansonsten ist die Spielwelt komplett blass und tot. Immerhin war das Schadensmodell recht gut und eine Stärke des Spiels. Wir zerlegen jetzt einfach mal den Haufen hier, schalten dazu die Thrillcam ein und können die mechanische Kaltverformung in Zeitlupe bewundern. Man muss dazu aber immer die richtige Perspektive erwischen. Und jetzt will ich, dass der Eimer hier so richtig einrastet. Dazu diese monotone, nervtötende Musik. Wow, dauert das lange. Und dann schlägt das Scheißteil nicht mal richtig ein. Ah, jetzt. Naja, so richtig war das jetzt auch nichts. Schade. Jetzt wollte ich einmal ein positives Merkmal dieses Titels hier zeigen und dann klappt's nicht. Aber man sieht schon, dass das Ganze etwas schöner kaputt geht als beispielsweise in GTA. Ansonsten gibt's hier nicht viel zu sagen. Es sieht halt alles irgendwie trist aus. Geil! Aufpoppende Objekte. Ich glaube, dass sogar die Konsolenversion deutlich besser ausgeschaut hat. Dann klauen wir uns mal das Vehikel hinter uns. Boah, diese Animationen. Das erinnert mich ein bisschen an Driver 1. Furchtbar. Das wirkt irgendwie so hölzern, so albern, so unfertig einfach. Dann zerlegen wir mal die Karre hier. Das ist auch irgendwie hakelig. Immerhin ist die Explosion durchaus sehenswert. Schauen wir mal, was da sonst noch so los ist. Ja, nix. Ja, hau ab. Gut, dann fahren wir weiter. Ah, da ist sie ja. Strike. Ich weiß nicht. Bei Driver 3 kommt irgendwie kein Feeling auf. Man hätte so viel daraus machen können und dann liefert man sowas Grottiges ab. Das erinnert eher an eine Beta-Version. Naja, dann crashen wir nochmal in Zeitlupe. Ja, das Kollisionsverhalten ist schon halbwegs hübsch und nachvollziehbar, aber ansonsten ist das nur ein Spiel für Masochisten. Dann stiften wir hier mal auch ein bisschen Chaos. Wir haben ja sogar einen Granatwerfer. Na dann. Schön. 4-mal geschossen, 4-mal nichts getroffen und dann beenden wir das mal wieder. Du bist tot. Ja, anders erträgt man dieses Spiel auch nicht. Dann schnell wieder zurück zu Windows. Was haben wir denn sonst noch so Schönes? Wie wäre es mit Call of Duty 2? Das Spiel kam Ende des Jahres 2005 raus, war ein absoluter Top-Titel und darf in unserer Zeitreise nicht fehlen. Es folgt der obligatorische Blick ins Grafikmenü. Die Auflösung beträgt allerdings nur 1024 x 768, andernfalls brechen die Frames hoffnungslos ein. Bis auf Anti-Aliasing ist sonst alles aufgedreht, was geht, und dann starten wir dort, wo auch immer ich aufgehört habe. Ich möchte an dieser Stelle nur noch mal daran erinnern, dass wir hier lediglich eine Mittelklasse-Grafikkarte vom Anfang des Jahres haben und da muss man bei solchen Titeln einfach Abstriche machen. Und wenn ich mich zwischen hohen Details und einer hohen Auflösung entscheiden muss, dann fällt meine Wahl immer auf Ersteres. Hätten wir jetzt hier eine High-End-Karte vom Kaliber einer Radeon X850 XT oder GeForce 6800 Ultra drinstecken, dann stellt sich die Frage selbstverständlich nicht. Let's go! Das Spiel sah damals fantastisch aus und hat mit DirectX 9 Effekten nur so um sich geworfen.
Ihr habt vielleicht im Einstellungsmenü gesehen, dass man zwischen den DirectX-Versionen 7 und 9 umschalten kann. Zwar hätten wir mit DirectX 7 fast dreimal so viele Frames, dafür schaut es dann halt aus wie Call of Duty 1. Das macht schon einen gewaltigen Unterschied. Wenn ihr selbst im Besitz dieses Spiels seid, könnt ihr das ja mal selber ausprobieren und dann wisst ihr auch, was ich meine. Ansonsten ist die Inszenierung auch hier wieder ganz großes Kino und hat den einen oder anderen vom Hocker gehauen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht vor lauter Gequatsche selbst vom Hocker gehauen werde. Da oben ist noch einer. Na, das hat diesmal nicht geklappt und da muss ich da wohl selbst durch. Grafisch hob sich der zweite Teil deutlich vom Vorgänger ab, doch spielerisch gab es keine Unterschiede. Bis auf das geänderte Gesundheitssystem blieb alles beim Alten und man hat sich ebenfalls durch mehrere verschiedene Szenarien gekämpft. Unsere Grafikkarte schlägt sich jedenfalls tapfer und schafft immerhin 25 bis 30 Frames. Auch wenn sich damit heute keiner mehr zufrieden geben würde, war das damals durchaus akzeptabel. Weniger durfte es aber nicht sein, denn dann wäre sowas hier tatsächlich unspielbar. Oh, tot. Ja, ich weiß, meine spielerische Leistung lässt gerade etwas zu wünschen übrig. Ich werde mich da wohl die Tage nochmal ransetzen und dann gehen wir wieder zurück auf den Desktop. Dann kommen wir so langsam zum Ende und schauen uns zum Abschluss noch einen letzten Titel an. Wir drehen erneut eine Runde in Need for Speed, doch diesmal im mittlerweile 9. Serienteil Most Wanted. Das Spiel kam im November 2005 raus und war meiner Meinung nach der letzte gute Ableger, bevor es mit der Need for Speed-Reihe bergab ging. Alles, was danach kam, fand ich persönlich nicht mehr so dolle, das war mir alles zu generischer Einheitsbrei und da gab es mittlerweile Besseres. Wir werden auch hier erstmal wieder einen Blick in die Optionen werfen. Die Auflösung ist wie immer bei 1280 x 1024 und bis auf Anti-Aliasing ist alles auf höchsten Einstellungen. Dann legen wir mal los. Gerade mal knapp über 20 Frames sind schon, ja, nennen wir es mal grenzwertig. Gut, das liegt nicht zuletzt an den ganzen Effekten, die unserer Grafikkarte wirklich alles abverlangen, während das unserem Prozessor relativ egal ist. Wobei ich es schade finde, dass man einzelne Effekte nicht separat rausregeln konnte, sondern das in, Visual Treatment Pakete gepackt hat. Und dann fällt eben nicht nur ein optisches Schmankerl weg, sondern gleich mehrere, wenn man da am Regler dreht. Ich könnte zum Beispiel auf dieses völlig übertriebene Motion Blur ganz gut verzichten. Das ist für meinen Geschmack einfach viel zu viel, sieht nicht mal schön aus und kostet enorme Rechenleistung, die das Spiel hier bitter nötig hat. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, dass ich einfach die Details runterdrehe oder mich endlich mal ans Übertakten mache, um noch ein paar Frames mehr rauszukitzeln. Doch die 5 treuen Zuschauer unter euch wissen ja, dass ich bei alter Hardware sehr konservativ eingestellt bin und darauf verzichte. Allerdings ist die Versuchung bei diesem System besonders groß. Nicht nur, weil die Prozessorleistung mit steigendem Takt vorbildlich skaliert, sondern auch, weil unsere Grafikkarte dafür prädestiniert ist. So könnte ich mit dem mitgelieferten Software-Utility von AOpen den Frontset-Bus nach oben schrauben und mit den Arti-Tray-Tools den Grafikspeicher übertakten. Und das alles im laufenden Betrieb ohne Erhöhung der Versorgungsspannung. Beispielsweise wurde bei der Grafikkarte GDDR3-Speicher verbaut, der zwar nur mit 350 MHz taktet, allerdings bis 500 MHz spezifiziert ist und entsprechend hochgejubelt werden konnte. Und zwar ohne, dass es einem die BGA-Chips übel nehmen würden. Und so konnte man der Standard X800 locker 10% mehr Leistung entlocken. Zwar erreichte die Karte architekturbedingt nie die Leistung der größeren XT-Versionen, aber je nachdem, wie weit man es getrieben hat, kam man gefährlich nah an die etwas ältere X800 Pro heran.
Es juckt mir zwar an den Fingern, allerdings empfinde ich die Performance als angemessen, insbesondere mit Hinblick auf den Gesamtverbrauch, auch wenn unsere X800 bei Most Wanted gerade abkotzt. 15 Frames, 16 Frames. Aufgrund der riesigen Effektflut würde das dem einen oder anderen ohne Frame-Counter vielleicht gar nicht so sehr auffallen, aber das ist schon hart. Dann beenden wir das mal wieder. Ach so, ich kann ja gar nicht ins Hauptmenü, solange die Verfolgung läuft. Ja, na dann versuchen wir eben abzuhauen. Wie beim Vorgänger auch, ist die Spielwelt bei Most Wanted zwar hübsch anzusehen, aber ebenfalls ziemlich statisch. Lediglich die zurückgekehrten Verfolgungsjagden sorgen hier für ein bisschen Leben, ansonsten ist das hier ganz schön leer. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn so große Maps brach liegen, aber das soll an dieser Stelle keine Kritik sein, sondern das ist meine persönliche Meinung. Ah, schön. Das habe ich immer gemocht, auch wenn es immer noch kein Schadensmodell gab. Boah, jetzt wird's aber kriminell. Knapp 14 Frames. Ja, unsere Grafikkarte ist hoffnungslos überfordert. Dann werden wir wohl die Auflösung reduzieren müssen und begeben uns wie bei Call of Duty 2 auf 1024 x 768, lassen den Rest aber so wie es ist. Ah, herrlich. Nun rennt das Spiel etwas besser und die Frameraten sind wieder in einem akzeptablen Bereich. Also damals war das durchaus akzeptabel. So lässt sich das übrigens ganz leicht herausfinden, was der limitierende Faktor ist. Sobald mit sinkender Auflösung die Bildraten steigen, liegt es an der Grafikkarte und wenn trotz geringerer Auflösung die Bildraten gleich bleiben, dann liegt es am Prozessor. Das Spiel läuft jetzt eigentlich ganz brauchbar, das hätte ich schon viel früher machen sollen und dann machen wir für heute Feierabend. Gut, ich kann immer noch nicht ins Hauptmenü, aber Alt F4 regelt. Damit sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen und ich hatte meine Freude an diesem kleinen spontanen Ausflug. Auch wenn ich mich wieder ein bisschen zusammenreißen musste, dass das hier nicht völlig ausartet. Unser Pentium M ist nicht nur performant, sondern erzählt ebenfalls seine eigene Geschichte. So hat der Pentium M den Notebook-Markt komplett umgekrempelt, Sterbehilfe für den Netburst geleistet und den Grundstein für ein neues Kapitel gelegt, in welchem Intel wieder auf Erfolgskurs war. Beim letzten Mal hatte ich gesagt, dass AMDs K8 alias Hammer ein Sargnagel für den Pentium 4 war und Intel mit dem Prescott den zweiten Sargnagel hinterhergeliefert hat. Heute möchte ich die Aussage noch um einen weiteren Passus ergänzen. Mit dem Pentium M schuf Intel den dritten Sargnagel für den Pentium 4 und ich möchte sogar so weit gehen und behaupten, dass AirOpen, DFI und Co. mit ihren Experimenten dazu beigetragen haben, dass die Beerdigung noch ein bisschen schneller kam, als einem lieb war. Ich möchte an dieser Stelle mit euch gemeinsam in einer Schweigeminute dem ehrwürdigen Pentium 4 gedenken. So, das reicht dann auch wieder. Mit diesem Video ist die Rampe für die nächste Folge perfekt vorbereitet und dann geht es wie ursprünglich geplant in das Jahr 2006. Bis dahin, macht es gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Rest in peace, peace, peace.